Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. By now, I'm sure you got used to Grace's voice. Ich bin sicher, mittlerweile habt ihr euch an Graces Stimme gewöhnt. And you probably don't want Daniel to come back. Und ihr wollt wahrscheinlich nicht, dass Daniel zurückkommt. Don't worry, we won't tell him. Keine Sorge, wir werden es ihm nicht sagen. Daniel will come back. Ach, Daniel wird wiederkommen. So look what it says here in the very next verse, in verse 4. Schau, was hier im nächsten Vers, also Vers 4 steht. So he took this towel and he started to do something. Er nahm also das Handtuch und fing an, etwas zu tun. Verse 5 tells us what he did. Vers 5 sagt, was er tat. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' dirty feet and dry them with this towel. Dann schüttete er Wasser in ein Becken und begann, den Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen und sie mit seinem Handtuch abzutrocknen. Do you know, this was so offensive and Peter showed us how offensive it was. Das war so anstößig und Petrus verdeutlichte uns, wie ungehörig es war. In verse 6. In Vers 6. But when Jesus got to Simon Peter, he objected and said, Als aber Jesus zu Simon Petrus kam, protestierte dieser und sagte, I can't let you wash my dirty feet, you are my Lord. Ich kann dich nicht meine dreckigen Füße waschen lassen, du bist mein Herr. Now before we talk about verse 6, let's go back a little bit to verse 5. Bevor wir zu Vers 6 kommen, lass uns noch über Vers 5 reden. It's interesting, you know, that the Bible clearly says that he washed their dirty feet. Es ist sehr interessant, dass die Bibel ganz klar sagt, dass er ihre schmutzigen Füße wusch. Do you know, I've been at many meetings where people washed each other's feet. Ich war in vielen Versammlungen, in denen sich die Leute gegenseitig die Füße wuschen. And I've done that too. I've washed people's feet. Und ich habe anderen auch schon die Füße gewaschen. But you know, it's nothing like it was there. Aber das ist mit damals nicht vergleichbar. Because when we wash each other's feet, we take our clean socks off and the feet are clean and we wash them. Denn wenn wir einander die Füße waschen, ziehen wir unsere sauberen Socken aus und die Füße sind sauber und dann waschen wir sie. But there, the feet were completely dirty. Aber damals waren die Füße komplett dreckig. So listen to me, my friend. Also hör mir zu, mein Freund. Jesus is not stressed by your dirty feet. Deine schmutzigen Füße stressen Jesus nicht. Jesus desires to serve you. Jesus sehnt sich danach, dir zu dienen. This was an expression of something that a slave did. Das war ein Ausdruck von etwas, das ein Sklave tat. So many Christians want to serve Jesus, but they don't allow Jesus to serve them. So viele Christen wollen Jesus dienen, aber sie erlauben Jesus nicht, ihnen zu dienen. Debbie tells a story Debbie erzählt eine Geschichte where on a time when we were away for 3 weeks to fast and pray. aus einer Zeit, als wir 3 Wochen weg waren, um zu fasten und zu beten. And she had this special encounter with the Lord one morning. An einem Morgen hatte sie eine besondere Begegnung mit dem Herrn. She saw in a vision how Jesus came to her. Sie sah in einer Vision, wie Jesus zu ihr kam And he began to massage her feet. und anfing, ihr die Füße zu massieren. And Debbie was shocked. Debbie war schockiert. Her heart attitude was, you, the creator of the universe, you can't massage my feet. Ihre Herzenshaltung war, du als Schöpfer des Universums kannst nicht meine Füße massieren. And he smiled at her and he was gently massaging her feet. Und er lächelte sie an und massierte weiter sanft ihre Füße, Until finally she just relaxed and allowed him to serve her. bis sie sich schließlich entspannte und ihm erlaubte, ihr zu dienen. So ask yourself the question. Also stell dir selbst die Frage, Do you actually allow Jesus to really serve you in every detail of life? erlaubst du Jesus wirklich, dir in jeder Kleinigkeit deines Lebens zu dienen? Do you know, I used to be a person that was fine with serving everybody. Weißt du, ich war jemand, der gern allen anderen diente, But I never allowed anybody to serve me. aber ich erlaubte nie jemandem, mir zu dienen. This actually caused friction in our marriage. Das verursachte sogar Spannungen in unserer Ehe. Because I always wanted to serve Debbie, but I never allowed her to serve me. Denn ich wollte immer Debbie dienen, erlaubte ihr jedoch nie, mir zu dienen. And then one day the Lord showed me Eines Tages zeigte mir der Herr, what looked like humility was in reality pride. dass das, was wie Demut aussah, in Wirklichkeit Stolz war. And I had to learn to be humble enough to allow others to serve me. Und ich musste lernen, demütig genug zu sein, um anderen zu erlauben, mir zu dienen. Look,
Can you allow Jesus to serve you in the deepest areas of your life? Kannst du Jesus erlauben, dir in den tiefsten Bereichen deines Lebens zu dienen? He wants to serve you. That's what he really likes to do. Er möchte dir dienen, das wünscht er sich wirklich. Look at verse 6. Schau dir Vers 6 an. When Jesus got to Simon Peter, he objected and said, basically, you will never do this. Als Jesus zu Petrus kam, weigerte der sich und sagte mit anderen Worten, das machst du auf gar keinen Fall. Look, Schau, how many of us are just like Peter? wie viele von uns sind genau wie Petrus? John lays at the breast of Jesus enjoying his love, Johannes liegt an der Brust Jesu und genießt seine Liebe. and Peter fights the love of Jesus. Und Petrus bekämpft die Liebe Jesu. He's fighting against it. Er wehrte sich dagegen. He's resisting Jesus. Er widersteht Jesus. But how many of us have a little Peter live inside of our hearts? Doch wie viele von uns haben im Herzen einen kleinen Petrus leben? We serve, we serve, we serve, we serve. Wir dienen, dienen, dienen. But when Jesus says, sit down and let me serve you, we say, no. Aber wenn Jesus sagt, setz dich hin und lass mich dir dienen, sagen wir nein. Listen, my dear friend. Hör zu, mein lieber Freund. I've learned something. Ich habe etwas gelernt. That if I don't first learn to let Jesus serve me, I cannot serve others very well either. Wenn ich nicht zuerst lerne, mir von Jesus dienen zu lassen, kann ich auch anderen nicht wirklich gut dienen. Think about this. Denk darüber nach. If I don't receive his love, what do I have to give? Wenn ich seine Liebe nicht empfange, was habe ich dann zu geben? Just whatever I have, which is not good enough. Nur das, was ich habe, aber das ist nicht gut genug. If I don't allow Jesus to serve me in every detail of life, Wenn ich Jesus nicht erlaube, mir in allen Lebensbereichen zu dienen, then how can I be a good servant and serve others? wie kann ich dann ein guter Diener sein und anderen dienen? You can only give what you first have received. Du kannst nur geben, was du zuvor empfangen hast. So if you have a little Peter inside of you, Wenn du also einen kleinen Petrus in dir trägst, or maybe a little Martha, oder vielleicht eine kleine Martha, I just have to serve, 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 serve. That's the only thing that Jesus wants. ich muss dir dienen, 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 das ist das Einzige, was Jesus möchte. You need to come to a place of true repentance. Dann musst du an einen Punkt echter Buße kommen. Jesus wants you to sit down quietly and just enjoy that he serves you. Jesus möchte, dass du ruhig da sitzt und einfach genießt, dass er dir dient. Once you've come to this place where you can always let him serve you Sobald du an den Punkt kommst, dass du dir immer dienen lassen kannst and enjoy him serving you, und es genießt, dass er dir dient, only then can you become a good servant too. nur dann kannst du ebenfalls ein guter Diener werden. So stop fighting Jesus. Also hör auf, dich gegen Jesus zu wehren. Let him serve you. Erlaube ihm, dir zu dienen. He loves that. Er liebt das. See you guys tomorrow. Bis morgen.